Die Länderspielpause ist vorbei, ziemlich erfolgreich. Also ich muss sagen, das, was die Deutschen da abgeliefert haben gegen die Niederlande und gerade auch gegen Frankreich, das Tor nach 8 Sekunden, gut einstudiert, gut ausgeführt, das muss natürlich auch immer klappen, aber es war echt gut, war sehr beeindruckend. Ich glaube, die Euphorie ist jetzt bei vielen da. Mal gucken, wie es dann gegen Griechenland und gegen die Ukraine ist. Die 2 Testspiele dann noch vor dem Start der EM gegen Schottland. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Team hat gut harmoniert. Das System ist, glaube ich, gefunden. 4-2-3-1. Robert Andrich hat das neben Toni Kroos richtig gut gemacht. Da hatte ich so ein bisschen meine Zweifel, aber ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Vorne Wirtz und Musiala. Gündogan hat mir nicht so gut gefallen. Vorne sowohl Havertz als auch Füllkrug dann oder auch Dennis Undaff. Das sind auch halt immer Optionen. Maxi Mittelstädt dazu, Linksverteidiger. Also ich glaube, wir haben einen guten Kader zusammen. Wenn das wirklich so alles zusammenpasst, dann kann wirklich eine Euphorie entstehen, wie damals bei der WM 2006 hier in Deutschland. Mal gucken, ob es dann auch wieder ins Halbfinale geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der Kader muss so zusammenbleiben. Vielleicht, dass Sané noch mit dazu kommt. Und ja, vielleicht Goretzka, weiß ich nicht, mit einem Fragezeichen. Haben halt jetzt noch Zeit, ne? 7 Spieltage. Jetzt geht es auch in der Bundesliga in die Crunch-Time. Am Karfreitag wurde natürlich nicht gespielt. Von daher am Samstag Leipzig gegen Mainz ist dann die erste Partie, die ich mal tippen werde. Das, denke ich, wird ein klares Ding für Leipzig. Die stehen oben, die wollen in die Champions League. Mainz braucht auch unten jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die sind jetzt auf dem 16. Platz. Also die haben jetzt quasi auch alles in der eigenen Hand. Aber die Kölner warten. Darmstadt, wenn sie jetzt nochmal eine Serie starten, da wartet man natürlich immer mal drauf. Aber ich glaube, Mainz, Köln und Darmstadt, die machen das so unter sich unten aus. Union, Gladbach, weiß ich nicht, ob die da noch so ernsthaft mit unten reinrutschen. Wolfsburg dann auch mit neuem Trainer. Werden wir gleich nochmal gucken. Aber für das Spiel jetzt erstmal glaube ich, dass Leipzig gegen Mainz gewinnen wird. Leverkusen gegen Hoffenheim ist eigentlich auch für mich eine klare Sache. Ich wüsste nicht, warum die Leverkusener jetzt ausgerechnet einbrechen sollten. Die sind jetzt in der Liga oben, haben glaube ich 10 Punkte Vorsprung im Pokal, Halbfinale, Europa League Viertelfinale. Die können also quasi das Triple holen, können natürlich auch noch alles verlieren. Das wäre natürlich, der Super-GAU. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Warum? Leverkusen steht so stabil, egal wer da spielt, auch wenn sie nicht jedes Spiel glanzvoll gewinnen. Aber sie gewinnen die Spiele. Und ich glaube, aus dem Grund werden sie auch hochverdient dieses Jahr Deutscher Meister. Spielerisch war das einfach richtig gut. Also was da Xabi Alonso gemacht hat, das ist schon aller Ehren wert. Und von daher, glaube ich, werden die durchziehen. Die werden Meister, Pokalsieger, denke ich mal auch. Wenn nichts Größeres dazwischen kommt, Europa League weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, Meister, da sollte jetzt nichts mehr Großartiges schief gehen. Stand jetzt. Stand jetzt ist ein gutes Stichwort für Frankfurt. Die spielen nämlich gegen Union Berlin auf dem Rasen. Der war ja in einem sehr schlechten Zustand. Viele Spieler sind da ausgerutscht. Viele Teile vom Rasen sind einfach, rausgerissen worden. Sagen wir es mal so. Also es war sehr, sehr unrund. Mal gucken, wie das gegen Union ist. Und auch die nächsten Wochen. Ne? Also ich meine, du kannst jetzt nicht einfach den Rasen austauschen. Das geht nicht. Der braucht ja auch ein bisschen Zeit, um mal anzuwachsen. Im Sommer kannst du es nicht machen. Da ist Europameisterschaft. Frankfurt ist auch natürlich Austragungsort. Von daher wird das mit dem Rasen ganz schön schwierig. Aber soll keine Ausrede sein. Ich tippe trotzdem die Eintracht auf Sieg. Weil ich glaube, die Eintracht ist gut wäre gut bedacht, dass sie Platz 6 verteidigt. Also ich glaube, nach oben Platz 5, Platz 4 wird nichts mehr gehen. Da haben sie das Spiel in Dortmund leider zu leicht hergegeben, meiner Meinung nach. Und jetzt muss man da gucken, dass man irgendwie Platz 6 verteidigt. Vielleicht reicht es für die Europa League. Im schlimmsten Fall halt für die Conference League, aber wäre auch wieder international. Je nachdem, die halbe Liga, die kann ja international spielen. Union unten, glaube ich, die werden sich auch retten. Ich glaube nicht, dass sie so ganz tief unten reinrutschen. Aber in 7 Spielen, da kann noch alles passieren. Von daher, wie gesagt, ist die Crunch-Time. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass die Eintracht zu Hause gewinnt. Gladbach gegen Freiburg, auch ein sehr, sehr interessantes Duell für beide. Freiburg, die können oben nochmal reinrutschen. Gladbach, glaube ich, die werden nicht mehr unten reinrutschen. Die haben jetzt nicht gut gespielt die letzten Wochen. Klar, im Pokal dann auch ausgeschieden. Gegen Saarbrücken, letzte Minute. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, von der Qualität her gibt es einfach 3 andere Mannschaften, die schlechter sind. Also klar, Köln, Mainz und Darmstadt sowieso. Darmstadt ist für mich auf jeden Fall safe weg. Bei Köln und Mainz entscheidet sich halt Platz 16 und 17. Und Freiburg muss halt ab nächster Saison mit neuem Trainer ran. Da ist ja auch schon der Nachfolger gefunden. Schuster, jetzt muss ich gerade überlegen, heißt der Christian Schuster? Der war auch mal ehemaliger Spieler bei Freiburg. Ich glaube, Christian Schuster heißt er. Oder Julian Schuster, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Schuster. Streich hört auf. Ja, also wird als Typ auf jeden Fall fehlen. Hat in Freiburg über 30 Jahre lang gearbeitet. War als Cheftrainer seit 2011 oder 12. Also schon eine lange Zeit, schon eine Ära, die da zu Ende geht. Und ich glaube, die gewinnen auch in Gladbach. Ich glaube auch ganz knapp. Machen wir ein knappes 1:0. Weil dann können die Gladbacher nämlich auch theoretisch und nochmal mit reinrutschen. Wenn Union dann gewinnen sollte, Köln, Mainz auch mal eine Serie starten. Aber die Frage ist halt bei mir immer, ich kann es mir nicht vorstellen. Warum ausgerechnet jetzt? Weil es vielleicht auch die letzten 7 Spiele sind. Wir gucken einfach mal. Bremen gegen Wolfsburg, apropos Trainer, auch Niko Kovac hat jetzt endlich seine
Sachen gepackt in Wolfsburg oder packen müssen. Logischerweise war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt ist Ralf Hasenhüttl, der die Zügel da in der Hand hat. Ich habe jetzt ihn in den letzten Jahren nicht so verfolgt. Er war ja in der Premier League bei Southampton, ist glaube ich auch einmal abgestiegen, bin ich der Meinung, aber ist halt auch schwer in der Premier League. Ne? Hat vorher, klar, in Leipzig gearbeitet, in Ingolstadt, ist mit denen aufgestiegen, also das musste halt auch erstmal hinkriegen. Ich glaube schon, neuer Trainereffekt, dass die Wolfsburger jetzt dort gewinnen werden. Ich mache mal ein knappes 2:1. Wie gesagt, das Gesetz besagt, wenn eine Mannschaft einen neuen Trainer bekommt, dann gewinnt diese Mannschaft auch. Geht nicht immer auf, aber in 8 von 10 Fällen. Und ich glaube, dass das auch in dem Fall so sein wird. Bremen, die können auch noch ins internationale Geschäft, wenigstens in die Conference League. Das wäre für Bremen natürlich sensationell. Also ich meine, als Aufsteiger und dann direkt in die Conference League. Beziehungsweise sie waren ja schon letztes Jahr in der Bundesliga. Ich erzähle manchmal völligen Quatsch hier. Also Wolfsburg auf Sieg, wegen neuen Trainer. Schauen wir mal. Dann haben wir am Abend den deutschen Klassiko, Bayern gegen Dortmund. Auch wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel. Was diesmal nicht die Meisterschaft entscheiden wird, das war es ja eher die letzten Jahre. Ich glaube, Leverkusen, wie gesagt, die ziehen durch. Aber es ist natürlich ein Prestigeduell. Und die Bayern, ich glaube, Dortmund, wann haben die das letzte Mal in München gewonnen? Ich glaube, 2014. Ich glaube, April 2014, da hat noch Aubameyang gespielt, da war Reus noch, klar, Stammspieler, da war Mkhitaryan, da hat Sebastian Kehl noch gespielt, da hat, glaube ich, Lars und Sven Bender da noch zusammen gespielt in Dortmund. Also ihr seht, das ist schon eine lange Zeit her. In dem Jahr wurde Deutschland Weltmeister, schon 10 Jahre her, wird also mal wieder Zeit, aber ich kann es mir auch da nicht vorstellen. Ja, bei aller Liebe, klar, ich spekuliere mal auch so ein bisschen drauf, dass die Eintracht auch nochmal eine Serie startet und dass Dortmund nochmal verliert, aber das ist alles, glaube ich, Träumerei. Aber warum nicht? Ja, die Bayern, klar, Harry Kane, mal gucken, ob der fit wird. Der war ja auch verletzt, ist dann abgereist von der Nationalmannschaft. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Von daher tippe ich ein knappes oder ein deutliches. Ich mache mal ein 3-1, 2-0. Boah, gute Frage. Ich mache auch hier mal ein 3:1. Ich glaube, dass die Bayern das gewinnen werden. Vielleicht nicht so deutlich, vielleicht nicht so souverän. Ja, aber auf der anderen Seite ist Dortmund auch halt immer für einen Sieg in München gut, ne? Wie gesagt, 10 Jahre her. Wird mal wieder Zeit, aber ich tippe mal 3:1 für Bayern. Am Sonntag haben wir dann einen spannenden Dreierpack zu bieten. Augsburg gegen Köln. Apropos Köln, die stehen unten drin, brauchen halt auch jeden Sieg. Augsburg, die sind auf einmal wieder Phönix aus der Asche. Nach oben auf Platz 8 oder 7, glaube ich. Ich glaube, 7. sind sie. Wir sind 6. Augsburg ist 7. Hat 5 Punkte Rückstand. Also die können natürlich auch nochmal oben angreifen. Ne? Also ihr seht, die Liga dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Viele Mannschaften, die sich europäisch qualifizieren können. Und ich würde die Augsburger da auch mal auf Sieg tippen. Also klar, die Kölner, die werden auch jetzt nochmal alles versuchen, dass sie nicht absteigen. Aber die haben halt natürlich die Hypothek dann im Sommer, dass die halt keinen Spieler verpflichten dürfen. Das ist halt wirklich, kann wirklich ausschlaggebend sein, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, die Augsburger, die sind sehr gefestigt. Die haben sich gut gefunden unter ihrem neuen Trainer. Die spielen guten Fußball, die gewinnen ihre Spiele, die schießen Tore. Von daher 2:0 für Augsburg. Stuttgart gegen Heidenheim ist für mich eigentlich auch wieder eine klare Sache, wobei die Heidenheimer würde ich halt nicht ganz so abschreiben. Die werden auch die Klasse halten. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Die werden noch so 1, 2 Siege holen und dann werden die auch mit ganz unten nichts mehr zu tun haben. Von daher Respekt schon mal an Frank Schmidt. Ich glaube, natürlich wollen sie das jetzt noch nicht hören, weil rechnerisch ist es ja noch nicht entschieden, aber machen wir uns nichts vor, Heidenheim wird nicht absteigen. Und dann haben wir den VfB auf der anderen Seite, die werden wohl Champions League spielen nächstes Jahr. Was natürlich sensationell ist, sie haben auch einfach eine gute Truppe. Die haben wirklich einen guten Trainer, guten Kader, die Spieler harmonieren, das System funktioniert einfach. Frage ist natürlich, ob das jetzt nur so eine Eintagsfliege ist oder ob sie das halt nächstes Jahr bestätigen können. Das ist nochmal die wichtigere Frage. Aber hier für das Spiel ist auch ein Derby, ne? Genau. Ist nicht weit weg, glaube ich, voneinander. Stuttgart und Heidenheim. Machen wir mal... Ich habe noch gar keinen Unentschieden. Warum habe ich eigentlich noch keinen Unentschieden? Aber das, glaube ich, gibt es bei Stuttgart-Heidenheim auch nicht. Ich mache hier mal ein 2:0. Heidenheim hat ja das Hinspiel, also in der Hinrunde gewonnen. Heißt natürlich nichts, aber ich glaube, dass die Stuttgarter das zu Hause machen werden. Vielleicht wird Bochum gegen Darmstadt das Spiel, was ich als einziges hier unentschieden tippen werde. Ich bin sehr überrascht, dass ich überhaupt keinen Unentschieden habe. Viele Heimsiege. Ich habe nur einen Auswärtssieg, 2 Auswärtssiege, Freiburg und Wolfsburg. Aber bei Bochum gegen Darmstadt, das ist auch so ein typisches Abstiegsduell eigentlich. Wobei Darmstadt, zu denen passt eigentlich das Wort Abstieg eher als zu Bochum. Die werden nicht absteigen, die haben sich gerettet. Die werden genauso wie Union, Gladbach, Wolfsburg, die werden da nicht mehr reinrutschen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil die sind vom Kader her, glaube ich, einfach stärker besetzt als Darmstadt. Da muss man einfach auch mal der Tatsache ins Auge sehen, dass Darmstadt einfach in der Bundesliga die Saison mit dem Kader nicht viel erreichen
ja, konnte oder jetzt noch erreichen wird. Von daher glaube ich, dass es für Darmstadt wieder runtergeht. Bei Köln und Mainz bin ich mir halt noch nicht ganz so sicher, wer da 17. wird. Oder vielleicht rettet sich sogar noch einer und es rutscht doch noch irgendeiner rein. Wie gesagt, in 7 Spieltagen in der Bundesliga, wenn jetzt wirklich es für viele noch um was geht, da kann auch so viel passieren. Aber ich glaube nicht. Aber ich tippe das mal unentschieden, dass wir zumindest mal ein Unentschieden hier haben an dem Spieltag. Wir machen mal ein 1:1. Wird, denke ich mal, hart umkämpft. Darmstadt muss und können vielleicht nicht so. Bochum will natürlich auch zu Hause gewinnen. Die wollen, klar, vor heimischem Publikum immer gewinnen. Wer möchte das nicht? Also, es ist ein sehr, sehr wilder Spieltag. Mal gucken. 2 Auswärtssiege, ein Unentschieden, sonst nur Heimsiege. Wir gucken mal, speichern und wir gucken auch mal bei uns auf die Gesamtübersicht. Da geht es jetzt nämlich auch in die heiße Phase. Der Hegebusch führt vor Dequinho, dann der Paul dahinter mit schon, ja, 15 Punkten Abstand. Also da muss jetzt schon einiges passieren. Der Hegebusch muss, wie gesagt, mal öfter ins Klo greifen und mal wirklich daneben tippen. Und bei den anderen ist es halt so, die müssen quasi entgegengesetzt tippen und müssen halt immer recht haben. Das ist halt das Schwierige hier beim Tippspiel. Ich glaube, wenn du da mal so 15 Punkte Vorsprung hast, dann wird es richtig schwer, dich da noch irgendwie einzuholen. Ich bin 15. 303 Punkte. Ich bin auch relativ zufrieden. Ich bin oben mit dabei. Ihr sucht euch mal in der Liste. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Saison ist bald schon wieder rum. Für den Sieger gibt es ja 100 €, weil es eine Jubiläumssaison ist. Kicktipp-Saison, 5. Saison. Und dann machen wir nächste Saison auf jeden Fall weiter. Nächste Woche auf jeden Fall auch weiter mit dem nächsten Spieltag. Ich freue mich auf euch. Viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag Nummer 28. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao, ciao.